Heute will ich euch einmal zeigen, wie ihr ganz leckere Currywurstrollen hinbekommt mit den Bockwürstchen hier und mit ganz leckeren Käse gefüllt. Ich würde sagen, am besten starten wir. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich fange jetzt erstmal mit den flüssigen Zutaten an. Das sind Milch, lauwarme Milch, lauwarmes Wasser, dann geschmolzene Butter. Die ist aber nicht mehr heiß. Aber wenn es zu heiß ist, dann verträgt die Hefe das auch nicht zu. Dann etwas Zucker für die Hefe. Die hier kommt, das ist trockene Hefe. Das Ganze verrühren wir einmal kurz. Stell mal kurz zur Seite, dass das ein bisschen aufgehen kann. Jetzt kommen wir zu den trockenen Zutaten. Einmal das Mehl. Alles raus. Und Salz. Das Ganze vermengen wir einmal kurz in der Küchenmaschine, damit sich das Salz schon mal ein bisschen mit dem Mehl verbindet. Jetzt tun wir das Hefewasser dazu oder die flüssigen Zutaten. Ist ja nicht nur Wasser drin. Die Hefe ist einigermaßen aufgelöst. Und das verrühren wir jetzt ein paar Minuten. Der Teig ist fertig. Der hat schon, ihr seht das schon, da klebt nichts. Richtig geile Konsistenz. Den teile ich mir jetzt einmal in 3 Stücke. Weil wir haben hier 12 Bockwürstchen geteilt, heißt 24 Stücke. Heißt kriegen wir 8 Stücke aus jedem Teig, Batzen, Kreis, was auch immer raus. So, den Teig lasst ihr nicht mehr gehen. Der wird jetzt sofort verarbeitet. Da werden jetzt nämlich Kreise draus gerollt. Im Normalfall braucht ihr für den Teig kein oder kaum Mehl zum Ausrollen. Ihr seht auch, der klebt hier nicht oder kaum fest. So, ein kleines bisschen noch. Das Ganze macht ihr mit den anderen beiden Teigklumpenresten dann auch gleich. Jetzt nehmt ihr euch was relativ Scharfes. Ich nehme jetzt hier das Messer, aber mit der stumpfen Seite. Und eigentlich wie beim Pizzaschneiden. Denkt ihr mal an die kleine Pizza mit 8 Stücke. Das geht da gut und so wird der Tisch halt nicht kaputt. Ihr müsst das ungefähr halt so groß ausrollen, dass dann auch ein Würstchen da so reinpasst. Und wie der Teig es halt zulässt. So. Dann zieht ihr euch das hier so ein bisschen. Die Löcher sind nicht ganz so schlimm, dadurch, dass das aufgerollt wird. Nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr die Würstchen, den Käse, klappt einmal so hier die Seiten ein bisschen um, damit der Käse nicht ganz so in die Pfanne oder aufs Rost tritt, und rollt das einfach.
und auf die bemehlten Bleche tun. Viel mehr ist da eigentlich nicht bei. Das wiederholt ihr jetzt für den ganzen Teig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr könnt die natürlich nicht nur über Feuer machen. Ich mache jetzt ein Blech über Feuer und eins im Backofen, damit ihr zwei Möglichkeiten habt, wie ihr es machen möchtet. Im Backofen wird es in Deutschland bei den Backöfen bei 190 Grad, hier bei diesen kleinen Backöfen bei 170 Grad ungefähr 17 bis 20 Minuten gebacken. Und auf dem Feuer, wenn es soweit ist, das sieht man dann am Bräunungsgrad. Das Ganze muss jetzt nochmal ungefähr 20 bis 30 Minuten gehen, dass der Teig ein bisschen aufgeht. Und dann ist es eigentlich fertig. Also, wir gehen jetzt Feuer anmachen, Backofen anmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die beiden wollen auch Currywurst wissen, aber das kriegen sie nicht. Aber, nein, wenigstens Würstchenstücke. Guck mal. Und? Weginhalieren. Zu glitschig zum Weginhalieren. Meine Güte. Schmeckt, ne? Super. Überall wieder Moskitos, ey. Das Feuer ist soweit. Ja. Die Pfanne kann drauf. Diesmal nicht. Wir haben nicht ganz so viel Feuer darunter. Damit das nicht zu heiß wird. Jetzt kommen die anderen rein. Ja, doof ohne geraden Boden hier, ne? Machen wir nur 6 erstmal. Wie lange brauchen die jetzt? Bis sie gut sind. Müssen wir gleich mal auf die Uhr gucken. Die anderen sind jetzt auch im Backofen, werden da gar. Bei denen gucken wir mal, wie schnell das geht. Sehen wir. Während unsere Currywurströllchen hier auf dem Feuer langsam dahin garen, ist die Charge hier aus dem Backofen schon fertig. Und die sehen? Sehr gut aus und die werden wir jetzt probieren. So, Sarah. Genau. Warte, ich gucke einmal, ob ich die drehen muss noch. So, mein Schatz, du isst gerne heiß. Also probier du die mal. Mit heißer Currywurströllchen, ne? Mit selbstgemachter Currysoße. Und? Aber für mich wahrscheinlich zu heiß. Mega. Ja, dann warten wir jetzt mal auf die von der Feuerpfanne. Jetzt der Geschmackstest. Backofen haben wir gerade schon probiert. Jetzt hier aus der Pfanne von überm Feuer. Bin mal gespannt. Und? Pfanne besser? Pfanne ist immer besser. Ich mag halt auch, selbst wenn es nur ein bisschen ist, dieses Raucharoma da, von wenn man über dem Feuer kocht. Deswegen mache ich das gerne. Aber Backofen ist auch eigentlich fast gleich lecker. Okay. Also für eine Gartenparty oder so als Snack zwischendurch kannst du dir empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Und wie du die Egal, ob Currysoße machst, das verrätst du uns am nächsten Mal, oder? Genau, da wäre ich auch noch drauf zugekommen. Ja, die Currysoße ist selbst gemacht. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Die könnt ihr nämlich auch über dem Feuer machen. Wir warten jetzt auf die restlichen und dann sagt uns einfach, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet und natürlich, ob ihr es nachgemacht habt oder nicht und wie es euch geschmeckt hat. Ich nehme mir nur eine und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
ganz super tolle, leckere Currywurstwürstchen hinbekommt. Mit den Bockwürstchen hier und Fang Käse. nochmal an, du hast Currywurstwürstchen gesagt. Sag mal, das Ganze vermengen wir einmal trocken, also dass das, na okay. Ha, ein Gewicht gekriegt.